Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und diesmal habe ich wieder mal eine Folge aus dem KI-Umfeld. Wer den Podcast von Anfang an hört, der hat vielleicht noch die Folge mit David Farago in Erinnerung, wo es um die Qualitätssicherung mit und von Prompt Engineering ging. Und jetzt ist er wieder da mit dem Thema Acceptance Test-Driven LLM Development. Er plaudert aus dem Nähkästchen, wie er und sein Team ein Large Language Model umsetzen, welche Tests sie machen, welche sie nicht machen und wie die Teststruktur und die Teststrategie bei ihnen aussieht. Sehr spannend. Viel Spaß bei der Folge. Hallo David, schön, dass du wieder mal hier im Podcast bist. Dankeschön, Richie. Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Ja, wir hatten ja das letzte Mal über Prompt Engineering gesprochen und Qualitätssicherung von mit Prompts. Das war schon sehr spannend und ich kenne dich ja als richtiger Crack für diese ganzen LLM-Themen, KI-Themen. Da Dankeschön. bist du echt einer meiner Top-Experten. Wenn ich eine Frage habe, dann schicke ich die immer dir und dann hilfst du mir auch und das finde ich immer super, weil ich da weiß, du setzt dich echt intensiv damit auseinander. Weil es gibt ja jetzt gerade so unheimlich viele KI-Experten, aber bei dir merke ich schon, du hast da echt auch schon den Deep Dive gemacht und kannst und kennst das Thema einfach super. Und darum freue ich mich, dass wir heute wieder zusammen sind. Und ein bisschen anderes Thema und da würde ich gleich mal den Ball rüberspielen. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, also letztes Mal ging es eben um das Prompt Engineering. Das heißt, dass man eben nur die Prompts abändert, also die Eingabe abändert, um das LLM zum richtigen Verhalten zu bringen. Und wenn man damit nicht weiterkommt, kann man dann das Feintuning betreiben. Und das ist das Thema heute, dass man eben so ein Basis-LLM nimmt, so ein Foundational Model, und Prompt Engineering spielt immer noch mit rein, aber dass man dann tatsächlich die Gewichte nochmal fein justiert, hin zu genau der Aufgabe, die das LLM eben erfüllen soll. In meinem Kontext bei Mediform geht es eben darum, dass das Language Model eingesetzt wird, um einen Telefonbot für Arztpraxen anzubieten. Ah ja, wie sieht das dann in der Praxis aus? Ist dann dieser Bot? Das sieht so aus, dass wenn man bei seinem Hausarzt, wenn er denn eben diesen Bot einsetzt, endlich mal wieder durchkommt, also keine besetzte Leitung mehr da ist. Und dann meldet sich direkt dieser Telefonassistent, sagt, hallo, Praxis sowieso hier, ich bin Luca, der Telefonassistent, was für ein Anliegen haben Sie? Oder erklärt tatsächlich noch, Sie können in ganz natürlicher Sprache mit mir sprechen. Und das ist im Prinzip der Gag, dass man nicht eben diese abgelutschten, furchtbaren UIs benutzt. Wenn Sie einen Termin haben wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie ein Rezept haben wollen, drücken Sie die 2. Ja. Und die Option, die man braucht, ist natürlich nicht vorhanden und man muss sich die ganze Menüführung durchhören und also ganz furchtbar. Nee, bei uns funktioniert es in ganz natürlicher Sprache. Ah, ist ja sehr spannend. So, und da, erzähl mal, also wie könnt ihr das sowas denn gut entwickeln und mit guter Qualität? Wie geht ihr denn da rein? Ja, das ist relativ anspruchsvoll. Also letzten Endes haben wir ein paar Komponenten. Wir machen zuerst eben Speech to Text und dann auf reiner Textbasis benutzen wir eben so ein Language Model, machen immer noch, wie gesagt, relativ viel Prompt Engineering, passen aber dann auch das Foundational Model an. Da haben wir zum Teil eben ein GPT gefeintuned. Das ist die eine Variante. Zum anderen wirklich, dass wir ein Open Source Modell wie Mistral nehmen und das dann weiter feintunen und eben auf passenden Dialogen, die dann eben nicht mehr Audio sind, sondern rein textbasiert. Aber man muss da schon berücksichtigen, dass die Texte durch Speech-to-Text kommen und manchmal gibt es auch Transkriptionsfehler. Genau. Und bei diesem Feintuning, Daten sammeln, haben wir dann eben so einen relativ soliden Prozess gewählt und auch solides Test-Framework entwickelt, um dann eben eine hohe Qualität gewährleisten zu können.
Mhm. Ja, uns interessiert natürlich auch ganz besonders ja das Thema, ja, wie testen und wie nähert man sich denn so ein Ding an? Ja, vielleicht kannst du es da noch ein bisschen mehr reinholen. Ja, gerne. Also letzten Endes ist es eine relativ große Herausforderung und auch ziemlich Neuland. Es gibt so einen schönen Artikel, LLMs, Technology Gifted by Aliens. Und so ist es auch. Man hat dann da eben so ein mächtiges Modell, das irgendwie super mit natürlicher Sprache umgehen kann, Schlüsse Ja, ziehen kann, für unheimlich viele Downstream-Tasks, also unheimlich viele verschiedene Aufgaben angewendet werden kann. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie das einzubetten und weiterzuentwickeln mit einem soliden Prozess, also die LLM-Entwicklung selber, die ist halt irgendwie noch in der Steinzeit, weil es halt irgendwie ein ganz junges Gebiet ist und sich rasant weiterentwickelt, die LLMs, kommt man ja, eben mit den Prozessen und den Tools, wenn es überhaupt welche gibt, nicht hinterher. Äh, ja. und die Anwendung ist ja auch super schwierig. Also es ist jetzt das erste Mal, wo es richtig natürlich sprachlich möglich ist, Anwendungen zu entwickeln. Das ist Neuland. Das LLM ist nicht deterministisch, eine ziemliche Blackbox. Das heißt, die Verifikation ist unheimlich schwierig. Mhm. Und genau, das sind so irgendwie die Ursachen dafür, dass es da Herausforderungen gibt. Und im Prinzip haben wir das mit 3 Stoßrichtungen dann sind wir darüber Herr geworden. Zum einen haben wir Mhm. eben einen soliden Prozess gewählt. Da haben wir zuerst irgendwie selber das irgendwie so agiler Prozess angepasst. Und letzten Endes, also was wir jetzt nehmen, ist CPMAI, heißt es, Cognitive Process Management for AI von Mhm. Cognilytica. Und der verbindet relativ gut eben die Best Practices und Prozesse aus verschiedenen Bereichen. Also insbesondere eben moderne Softwareentwicklung und modernes Machine Learning. Ah ja, okay. Das ist so die eine Aufgabe. Die zweite Aufgabe war dann halt eine solide Validierung zu machen. Und das kann man dann eben mit diesem CPMAI relativ gut, dass wir wirklich tatsächlich so ein schnelle Iterationszyklen machen, wo dann auch tatsächlich der Pilotkunde direkt eingebunden ist. Also entweder mit Demos oder tatsächlich, dass Patienten diesen Bot nutzen und wir dann anonymisierte Dialoge entsprechend analysieren und überlegen, was müssen wir jetzt als nächstes anpassen für die nächste Iteration. Mhm. Mhm. Und der dritte Angriffspunkt war dann eben eine solide Verifikation. Das heißt, dass man, obwohl so ein LLM eben nicht deterministisch ist und eine Blackbox, dass man dann da irgendwie trotzdem vernünftig testet. Es gibt diesen Language Model Evaluation Harness von Eleuther. Der ist so allgemein nicht so bekannt, aber das LLM Leaderboard bei Hugging Face ist relativ bekannt. Und da steckt Mhm. tatsächlich dieses LM Evaluation Harness von Eleuther dahinter. Ah ja, okay. Und das lässt sich auch relativ gut anpassen. Das haben wir dann kräftig aufgebohrt, direkt in Bezug auf eben unser Anliegen und das Business zugeschnitten auf eben die Business Requirements, die wir haben, um Mhm. überhaupt erstmal vernünftig messen zu können. Es ist immer noch nicht irgendwie perfekt. Es ist halt enorme Herausforderung. Da tut sich auch im Moment in der Forschungscommunity viel, wie man eben diese natürlich sprachlichen Aufgaben gut messen kann. Und ich meine, es Mhm. gibt Aufgaben, wo dann irgendwie relativ oder wo es dann eindeutig ist, was das Language Model antworten muss. Dann kann man einfach irgendwie einen String-Vergleich auf Identität machen. Dann gibt Mhm. das andere Extrem, das ist dann eben irgendwie, ja, so wie du es mal gemacht hast, irgendwie ein Gedicht schreiben lassen. Ja. Da würde ich dann halt, da liest man dann als Mensch drüber und wenn dann irgendwie die eine Zeile ein bisschen anders ist als bei der nächsten Generation, dann kratzt es eigentlich nicht. Und Mhm. mit unserer Anwendung, äh, der Terminus technicus ist Task-Oriented Dialog, ist man genau in der Mitte. Das heißt, es Mhm. geht schon darum, irgendwie eine spezielle Aufgabe zu lösen. Aber ob der Bot jetzt sagt, ähm, hallo Richie, habe ich richtig verstanden, Sie wollen einen Termin buchen? Oder ob er sagt,
Sie wollen also einen Termin buchen, Richie. Mhm. Ist halt nicht identischer String, aber semantisch identisch. Das heißt, da muss man dann Ja. eben so eine semantische Prüfung machen. Ah ja, okay. Das ist bei euch also im Bereich der Verifikation, wo ihr quasi da versucht, quasi Tests zu entwickeln, die dann einfach auch dieses Zwischenspiel dann einfach abdecken können. Genau. Also letzten Endes haben wir so einen sogenannten Toolformer-Ansatz. Also Toolformer war ein Papier, so agentenbasierter Ansatz könnte man es auch nennen. Das heißt, unser Language Model erzeugt dann Ausgaben, die teilweise direkt an den Patienten gehen. Das sind dann so natürlich sprachlicher Text, aber zum Mhm. Teil auch eher so Funktionsaufrufe, die dann entweder vorgefertigte Nachrichten sind. Also der Telefonbot meldet sich halt jedes Mal mit einem relativ ausführlichen Text. Da gibt es keinen Grund, dass Mhm. das Language Model jedes Mal so viele Tokens generiert. Stattdessen gibt Ja. es halt so canned, so vorgefertigte Nachrichten. Und die werden dann eben in Form von einem Funktionsaufruf erzeugt. Ähm, und das Language Model kann auch andere Funktionsaufrufe, Datenbankabfragen oder so erzeugen. Mhm. Und die müssen natürlich ganz korrekt sein. Das heißt, wir haben Mhm. dann unser Verifikationswerkzeug unterscheidet dann eben, in welcher Situation es gerade ist und ist dann entsprechend kulander oder ganz streng. Mhm. Und wie viel Automatisierung steckt dann drin? Das sind eure Tests, die ihr hier entwickelt, sind die quasi alle auch so automatisiert? Du hast ja gesagt, ihr macht viele Iterationen auch. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also letzten Endes gehen wir dann in diesem Cognolytica-Zyklus hin und machen am Ende eben so ein ähm, Provisioning, dass man tatsächlich irgendwie dem Pilotkunden das aktuelle Modell gibt und der setzt es ein und sammelt dann, und da sammeln wir dann anonymisierte Dialoge, also die wirklich stattgefunden haben. Mhm. Dann gehen wir eben in eine neue Iteration, indem wir zuerst eben so ein Business Understanding und Data Understanding machen. Das heißt, diese Dialoge analysieren. Da haben wir zum Teil so Business Intelligence Tools, wo wir dann messen, wie viel Prozent dieser Dialoge waren vollständig autonom, sind zum Ziel gekommen, Mhm. vollständig autonom, wurden nicht dann doch an die Assistentin weitergeleitet, weil es ein Notfall ist oder sonst was, das Language Model sich nicht sicher war, sondern wirklich komplett bis zum Ziel abgehandelt. Das ist irgendwie eine wichtige Metrik, die wir haben. Wir haben aber noch einiges anderes. Dann erkennen wir, welche Dialoge eben suboptimal waren, analysieren die, leiten dann neue Business Requirements ab, machen dann eine solide Fehleranalyse und gehen dann über in die Phase des Data Generation ist es oder Data Preparation, ähm, um neue Dialoge zu erzeugen. Da haben wir eben auch, das ist dann im Prinzip schon das Format, das dann auch unser Testwerkzeug liest. Also wir probieren auch tatsächlich irgendwie die Dialoge sind im Zentrum und dieses eine Dialogformat möglichst durchgängig in dem ganzen Prozess zu Mhm. haben. Deswegen haben wir unser Testtool auch angepasst auf dieses Format. Da kann man auch relativ mächtig dann eben template-basiert Dialoge schreiben. Und das machen wir dann zum einen fürs Training-Set und so fürs Testing-Set. Und dieses Testset sind im Prinzip Akzeptanztests. Die Mhm. sehen dann halt ein bisschen anders aus, sind dialogbasiert, aber letzten Endes sind es Akzeptanztests, die dann, wenn wir schreiben, weil sie eben herkommen aus diesen fehlerhaften Dialogen, die tatsächlich stattgefunden haben, äh, schlagen die dann natürlich auch fehl. Das heißt, unser Language Model kann die nicht bewältigen, aber wir erzeugen auch eben relativ viele Trainingsdialoge entsprechende, trainieren dann das Modell neu, um dann hinterher zu schauen, ob das Modell was dazugelernt hat und nicht irgendwelche Regressionen hat. Das heißt, wir lassen dann natürlich auch die alten Tests drauf laufen. Und da haben wir dann im Prinzip so eine Verbindung zwischen diesem Machine Learning Ansatz, wo man dann eben so ein Trainingsset hat zum Trainieren und ein Testset zum Evaluieren und Mhm. machen das eben dann businessorientiert mit diesen Dialogen. Und es ist dann im Prinzip so ein Acceptance Test Driven Development eingebettet in das Machine Learning.
Ah ja, okay. Es ist spannend, weil das verwebt sich ja dann da total, Absolut, ne? Auch genau, ja, ja. mit dem Lernen, mit dem Neulernen des Modells auch, ne? Ja. Also das, Das ist, mhm, und genau verweben finde ich schöner Begriff, genau das ist es nämlich, dass man dann wirklich diese modernen Vorgehensweisen von Acceptance Test-Driven Development oder agilen Methoden allgemein nutzen kann, aber ummünzt auf dieses Machine Learning und kann da auch relativ gute Vergleiche ziehen, wie man eben so dann fehlschlagende Testfälle schreibt. Also letzten Endes beim Acceptance Test-Driven Development und dem, was wir machen, ich habe es Acceptance Test-Driven LLM Development genannt, äh, mhm, das ist dann doch relativ ähnlich. Also man nimmt eben so ähm, Präzedenzfälle oder hübsche Beispiele, Specification by Example könnte man es nennen, ähm, mhm, spezifiziert damit dann tatsächlich die neuen Herausforderungen oder Requirements und hat dann damit eben so eine Messmöglichkeit oder gar ein Sicherheitsnetz, um, um dann eben entweder im ATDD-Fall eben ein regelbasiertes System und im Machine Learning-Fall dann eben so ein statistisches Modell weiterzuentwickeln und hinterher halt mhm, wirklich messbar zu haben, ähm, ob man es verbessert hat. mhm, mhm. Sehr spannend. Wie lang sind denn so eure typischen Zyklen, in denen ihr da so agiert? Ja, also wir haben zwar tatsächlich irgendwie so vorgefertigte 2 Wochen-Sprints, aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, diese, diesen Durchlauf in dem ähm, CPM-AI nicht direkt zur Deckung bringen mit diesen 2 Wochen. Teilweise haben Mhm, wir tatsächlich also mehrere Iterationen innerhalb von so einem 2 Wochen-Sprint. Also im Idealfall ist es vielleicht in der Deckung, aber wenn dann was dazwischen kommt, wir hatten auch schon mal einen Sprint, wo wir dann nicht irgendwie einen kompletten CPM-AI-Zyklus durchgelaufen haben, aber häufig ist es so, dass wir es häufiger machen. Hängt natürlich auch ab von den Kunden. Also wir kriegen gerade ziemlich die Bude eingerannt und wenn wir dann eben irgendwie einen neuen Anwendungsfall haben oder neuen Pilotkunden, der eine jetzt, der es auf Französisch haben will, da schieben wir das mhm, dann halt zwischen rein und machen es zuerst mal eben mit dem Modell, was wir haben. Das, dieses Mistral-Modell, Mistral kommt ja aus Frankreich, und haben das mhm, tatsächlich mit dem bisherigen Feintuning ohne französische Dialoge, ist es auch schon relativ gut, driftet aber mhm. manchmal aus Versehen ab und antwortet dann irgendwie in einem französischen Dialekt auf Deutsch. Ähm, Ja. Weil es halt auf deutschen Daten gefeintuned wurde, tendiert es halt mehr zum Deutschen, als es dann lieb wäre. Also es versteht Französisch hervorragend, aber antwortet dann halt ganz gerne auf Deutsch. Und deswegen haben wir eben eine schnelle Zwischeniteration gemacht, praktisch einfach mit dem deutsch gefeintunten Modell und erzeugen jetzt dann halt französische Trainingsdaten. Mhm. Ach, Und spannend. eben auch Jetzt, Testdaten. ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal dieses CPMAI erwähnt. Hm? Das ist jetzt für viele wahrscheinlich so, hä? Ja, ja, Also für mich ja, zumindest. ja. Was unterscheidet das denn oder was nimmt sich das denn zusammen? Was ist denn so das Grobkonzept Ja. davon? Gut, dass du nachhakst. Also war bei mir tatsächlich auch so, dass ich das, bevor ich mich auf die Suche gemacht habe, nicht kannte. In den USA ist es wohl populärer, aber hier im europäischen Raum nicht so sehr. Was eigentlich schade ist, weil tatsächlich dieses Cognolytica auch die haben auch die Seven Patterns of AI entwickelt. Das heißt, eine Kategorisierung von KI in 7 verschiedene Muster. Und es wurde auch von der EU unter anderem im AI Act aufgegriffen. Also die sind da Mhm. schon relativ bekannt in den Gremien, aber in der Praxis im EU-Bereich tatsächlich noch nicht so sehr. Also ich hab praktisch mich auf die Suche gemacht nach eben einem modernen Prozess, wo wir das Ganze dann solide einbetten können. Und es gibt wie heißt der nochmal, CRISP-DM Prozess. Das ist Cross-Industry Standard Process und DM steht für Data Mining und ist vom letzten Mhm. Jahrtausend. Und dieses CPMAI hat sich davon zwar groß inspirieren lassen,
aber ist halt moderner und integriert eben noch Agilität und geht auch dann noch, also dieser CPMAI-Kurs geht auch noch da unter die Haube und bietet nicht nur den Prozess an, sondern dann halt auch für jede dieser 6 Stages, wie eben Business Understanding, Data Understanding und so weiter, noch Details, wie man das dann eben in verschiedenen Machine Learning Domänen oder eben diesen 7 verschiedenen Patterns einsetzen kann. Das heißt, ich hab mich da einfach auf die Suche gemacht, als ich dieses CPMAI noch nicht kannte. Es gibt auch Weiterentwicklung von diesem CRISP-DM, die direkt auch irgendwie CRISP heißen, CRISP-ML, das dann sehr in Richtung Automotive ausgelegt ist und auch noch nicht agil. Und das Einzige, was ich gefunden habe, was dann eben modern ist, agil mit Data-Centric Machine Learning verbindet, war dieses CPMAI. Da gibt es auch einen freien Kurs, der dann eben nur auf dieser abstrakten Ebene diesen reinen Prozess behandelt und dann eben so einen bezahlten Kurs inklusive Zertifizierung, wo dann eben auch diese Best Practices im Machine Learning Bereich dann mit angeboten werden. Und, das ist sehr spannend. Ja, und ich habe jetzt eben diese 6 Stufen erwähnt, dann gehe ich die vielleicht nochmal durch. Das heißt, gerne, ja. Man fängt an mit eben Business Understanding, dann geht man über zu Data Understanding, und da es iterativ ist, kann man natürlich immer hin und her springen, auch mal rückwärts gehen. Und tatsächlich haben wir in unserem Bereich dieses Business Understanding und Data Understanding vereint. Also ich sehe das für unseren Anwendungsfall tatsächlich nicht als 2 getrennte Stufen, sondern eine, weil wir eben so dialogzentrisch immer auf den gleichen Daten arbeiten. Analysieren wir die für das Business Understanding auch. Insofern sind diese beiden Stufen bei uns eins. Die nächste Stufe ist dann Data Preparation, wo wir dann eben auch unsere Acceptance-Tests schreiben und den Trainingsset erstellen. Und wenn man dann die Daten aufbereitet hat, geht man in das Training von dem Language Model. Model, das heißt nicht Model Training, sondern Model Development oder so, diese Stufe. Das ist dann also die 4. Stufe. Die 5. Stufe ist dann eine Evaluation, wo man dann eben dieses Testwerkzeug, von dem ich gesprochen habe, führen wir dort aus und macht dann da eben auch diese klassischen Machine Learning Evaluationen, dass man dann eben so Accuracy oder F1-Score oder welche Metrik man auch immer benutzt. Wir haben dann eben eine etwas businessorientiertere Metrik, wo man die dann errechnet. Ja. Und die letzte Stufe, und die ist tatsächlich in diesen Zyklus neu integriert, die ist bei CRISP-DM noch nicht enthalten, ist, dass man das Ganze dann wirklich deployt, also so eine Art Staging macht und entweder als Demo oder bei einem Pilotkunden oder direkt in Production einsetzt, um dann auch wirklich neue Daten, die direkt vom Business kommen, businessorientierte Daten, neue sammelt, um dann eben die nächste Iteration und das nächste Business und Data Understanding zu füttern. Sehr spannend, ja. Also da habt ihr ja auch den kompletten Prozess bedacht und erdacht anhand dieses Modells für euch. Das finde ich schon, also für mich total viel gelernt jetzt schon wieder. Freut mich, ja. Und also im Prinzip in diesen Prozess kann man dann eben dieses ATTD relativ gut einbetten und vergleichen mit eben diesem Machine Learning Prozess und dann eben unser Acceptance Test Driven LLM Development recht gut einbetten. Ja. Also, sehr, sehr also cool. das ist der Prozess. Zu diesem Prozess gibt es eben auch einen kostenfreien Kurs und dann relativ nützlich, es gibt auch einen Podcast von diesem Cognalytica, relativ nützlich, denke ich, ist auch dann wenn man unter die Haube schaut und in jeden dieser Stufen reinschaut, wie man da mit den Machine Learning Best Practices gut vorankommt. Ich habe da auch einen Affiliate-Link, dass es 10% Rabatt gibt für die dieser Kurs interessiert. Kann ich dann vielleicht in die Shownotes mit rein? Ja, packen wir mit rein. Auf jeden Fall, das Angebot nehmen wir gerne auf. Ich möchte noch einmal so ein bisschen zu dieser also ihr habt viel Acceptance Test-driven gemacht. Wie sieht es denn mit anderen Tests auf anderen Stufen aus? Wie agiert ihr denn da? Ja, also letzten Endes so diese klassischen Stufen, also Unit-Tests, wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das dann auf ein Language Model anwenden kann.
natürlich haben wir auch noch Code drumherum um das Language Model und da setzen wir klassisch die Testing in verschiedenen Stufen ein und haben natürlich auch Unit-Tests. Aber jetzt, worüber ich primär erzählt habe, war dann eben dieses Neuland des LLM zu testen. Da haben wir tatsächlich neben diesen Acceptance-Tests auch noch verschiedene andere Tests. Also wir haben dann auch noch, macht ein Kollege von mir ganz, ganz toll, so Stresstests, bevor wir tatsächlich das Modell deployen, dass wir dann tatsächlich den Patienten auch automatisieren mit eben auch natürlich einer KI, einem Language Model und dass wir dann eben unser neu gefeintuntes Language Model gegen dieses Patient-Language Model laufen lassen und die Dialoge, die da entstehen, können wir natürlich auch auswerten. Dann dadurch, dass wir eben so Template-basierte Acceptance-Tests und auch Template-basierte Trainingsdatensatz haben, können wir so Metamorphic-Testing relativ einfach machen, indem wir einfach dann irgendwie so einen Dialog, der jetzt gerade relevant ist, hernehmen und die Template-Variablen, die drin stecken, durch noch wesentlich mehr Werte ersetzen und dann da auch irgendwie Combinatorial Testing betreiben und dann eben zu einem Aspekt direkt ganz viele Messungen durchführen können. Das wäre dann eben so eine Art Metamorphic Testing, was im KI-Bereich ganz, ganz beliebt ist. Also wir machen dann natürlich noch mehr, aber letzten Endes das Hauptsicherheitsnetz, das wir haben, würde ich sagen, sind diese Acceptance Test-Driven LLM Tests. Ja, super. Also wow. Ja, ich bin total geflasht. Fand das einen mega, mega spannenden Input mal, wie man so sich auch praktisch dem Ganzen nähert. Und ich meine, ihr seid ja da jetzt auch schon echt tief drinnen. Das finde ich ganz toll. Ja, macht auch total Spaß, ja. Ja, das glaube ich. Es ist ja auch dein Element, glaube ich. Ich gehe da voll auf, ja. Und ich finde eben diesen Prozess und wie man dann bei LLM-Entwicklungen rangeht und die LLMs entwickeln sich weiter und es ist alles komplett Neuland und im Prinzip auch hier dieses Acceptance-Test-Driven Vorgehen bei LLM-Entwicklung habe ich sonst noch nicht gesehen. Also das haben wir praktisch da entwickelt und ist komplett Neuland. Für die Kunden ist alles komplett Neuland. Und die Kombination dann von diesem Prompt Engineering, dann LLM Development und dann dieses Agentic Behavior, was macht man jetzt tatsächlich, was übernimmt das LLM und was ist dann eher irgendwie so ein Funktionsaufruf und wird dann irgendwie von einer Kalenderfunktion oder Datenbank oder so extern abgehandelt. Das ist alles super spannend und Neuland. Also da gibt's natürlich auch dann andere, die in dem Bereich forschen. Und das finde ich dann auch super. Ich lese mir dann auch diese Research Paper, die eben diesen Agentenansatz weiter voranbringen, durch. Genau. Ist alles super spannend und bewegt sich echt viel. Und da kann man heute echt viel machen, was vor einem Jahr noch überhaupt nicht möglich war. Und ich glaube auch, das ist eine ganz neue Welt, wo man jetzt tief eintauchen kann und die man auch nutzen sollte und jeder sich damit auch beschäftigen soll, weil das ist, ich glaube, das wird auch nicht mehr so weggehen. Das geht nicht mehr weg, ja. Und wenn wir das unseren Kunden zeigen, sind die auch total baff und da sind Ärzte dabei, die dann total Feuer und Flamme sind und am liebsten auch dann KI machen würden, statt ihren Ärzteberuf ausführen oder eine Kombination oder so. Also das hat extrem Reiz, nicht nur für mich, sondern scheinbar für extrem viele. Ist ja auch verständlich. Auf jeden Fall. Ja, super. David, vielen lieben Dank, dass du wieder hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand es sehr spannend, sehr inspirierend auch. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar eine dritte Folge machen. Gerne, alle guten Dinge sind drei. Mal schauen. Genau. Also vielen Dank dafür und ich wünsche dir alles Gute und toi 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 für die weiteren Projekte. Vielen Dank, werde ich haben und vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dann aufs dritte Mal. Genau, danke.